Diesen Arbeitstag wird Busfahrer Jovan Vojkic nicht vergessen. Letztes Jahr im Dezember ist er unterwegs von Hattersheim nach Hofheim, sein Bus vollbesetzt mit Schulkindern. Plötzlich hat er Schmerzen in der Brust und ihm ist extrem übel. Er kann gerade noch rechtzeitig anhalten und seine Firma anrufen. Ein Schock. Einfacher Druck hier in der Brust, aber wie mit Nagel kam auch Angst vor sowas. Da irgendwo war mir klar, dass stimmt was nicht mehr. Mit dem Rettungswagen wird er in die Uniklinik Frankfurt gebracht. Dort stellt sich heraus, es ist ein Herzinfarkt, verursacht durch verstopfte Blutgefäße. Vor mehreren Jahren hat Jovan Vojkic 3 Bypässe bekommen. Jetzt sind plötzlich die Seitenwandarterien rund ums Herz verschlossen. Eine gefährliche Situation. Patienten mit einer koronaren Herzerkrankung, wie bei Herrn Vojkic, sind immer Patienten, die chronisch krank sind und chronisch Atherosklerose, sagen wir, also Gefäßverkalkung haben. Und das ist ein Prozess, der hört eigentlich niemals auf. Doch der 64-Jährige hat großes Glück. Inzwischen nimmt er an einer Studie teil, in der neue Herzmedikamente erprobt werden. Denn damals hat er noch Übergewicht, erhöhtes Cholesterin und zu hohe Werte eines Fettproteins, das noch recht unbekannt ist, das Lipoprotein a. Ein gekoppeltes Eiweiß mit einem bestimmten Fettbestandteil, das auch ebenfalls aus genetischen Gründen bei einigen Patientinnen und Patienten bei der Bevölkerung vermehrt produziert wird und von dem wir seit kurzem wissen, 2 Dinge. Zum einen, dass es mehr Atherosklerose auslöst und zum anderen, dass Cholesterin plus dieses Lipoprotein A zusammen exponentiell wirken. Ein typischer Fall, den auch eine neue Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung spiegelt. Im Vergleich mit 16 westeuropäischen Ländern steht Deutschland bei der Lebenserwartung weit unten. Schuld daran sind die Todesfälle bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Trotz hoher Ausgaben im Gesundheitssystem. Was läuft falsch? Der Fokus ist in Deutschland halt immer die Behandlung von Problemen, von Schäden, von Akutereignissen und nicht die Prävention des Ganzen. Und ich glaube, da müssen wir in Deutschland in unserem Gesundheitssystem dringlich eine Veränderung herbeiführen. Wir müssen in die Prävention investieren. Und wenn Sie Ihre Risikofaktoren kennen und einstellen, können Sie Ihre Sterblichkeit reduzieren oder Ihr Sterblichkeitsrisiko reduzieren und Infarkte, Schlaganfälle vermeiden. Seit dem Vorfall ist Jovan Vojkic regelmäßig in der Uniklinik. Seine Blutdruck- und Cholesterinwerte haben sich extrem verbessert. Sein Herz pumpt wieder gut und zuverlässig. Denn neben den Medikamenten hat er seinen Lebensstil komplett geändert. Das sei ganz entscheidend für die Gesundheit von Herz und Gefäßen, sagt der Kardiologe. Wir stellen eine Herausforderung an unser Gefäßsystem in der Hauptschlagader, in den peripheren Extremitäten, Arme, Beine, aber vor allem auch am Herz durch körperliche Ausdaueraktivität, was dazu führt, nachweislich, dass die Gefäßverkalkung langsamer voranschreitet. Und da ist die Voraussetzung, dass ich mich mit meinem Risikoprofil auseinandersetze. Und das macht Herr Vojkic sehr, sehr gut. Für Jovan Vojkic ist das ein klarer Auftrag. In seinen Pausen und nach Dienstschluss läuft er jeden Tag 5 bis 10 Kilometer. Statt Fleisch isst er viel mehr Gemüse, Obst und Nüsse. Mit Erfolg. 28 Kilo hat er schon abgenommen. Ich habe keine Probleme, keine Schmerzen in der Brust wie letztes Mal. Und ich fühle mich sehr gut und das ist meine beste Motivation. Und er will weitermachen. Sein Ziel? Mein Urgroßvater hat 96 Jahre gelebt. Wer weiß. Vielleicht schaffe ich das. Ich gebe mir Mühe. Für ihn ist klar, so einen Horrortag wie im vergangenen Dezember, den will er nie wieder erleben. Das glaube ich. Wir wünschen ihm alles Gute. Bei mir im Studio ist jetzt nochmal Professor David Leistner, Direktor des Herzzentrums an der Uniklinik Frankfurt. Hallo, schönen guten Abend. Guten Abend. Der Patient im Film war sehr engagiert, muss man sagen. Hat sein komplettes Leben danach auch umgestellt. Ist das eher ein Einzelfall oder machen das die meisten nach so einer Erfahrung? Leider gehört der Patient zu der Minderheit von Patienten. Also so, man kann ganz grob sagen, die Hälfte oder etwas weniger als die Hälfte, 40%
ändert wirklich das Leben. Für die ist das ein Weckruf. Und 60% machen eigentlich so weiter, wie sie in der Vergangenheit schon gemacht haben. Und es lässt sich da auch eine gewisse Geschlechtsdifferenz feststellen. Also gerade bei Männern ist der Anteil derjenigen, die sagen, das war halt und ist abgeschlossen und sich nicht mehr damit beschäftigen, wesentlich höher als bei Frauen. Wir haben es gesehen in dieser Studie, in dem Schaubild. Warum sind die Südeuropäer oder auch Schweiz, Frankreich besser in Anführungszeichen gestellt als wir Deutschen? Wir haben auch ein recht gutes Gesundheitssystem, sagt man immer. Also ich glaube, man muss zum einen unterscheiden, dass natürlich diese Länder, gerade südeuropäische Länder, natürlich ganz andere Patienten sind. Ein Großteil der Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist ja auch genetisch mitdeterminiert oder determiniert, also ausgelöst. Und natürlich, wenn ich Länder habe, wo die Leute mit anderen Genen ausgestattet sind, dann ist unter Umständen auch das Outcome einfach besser, als das, was mit dem Patienten passiert. Aber, Sie haben es ganz richtig angesprochen, es sind nicht nur die südlichen, sondern auch die nordischen Länder vor allem besser als Deutschland. Wodurch unterscheiden die sich? Die haben strukturierte Programme, wo von früh auf Prävention vorangetrieben wird. Und wir in Deutschland sind eher mit unserem Gesundheitssystem, was sehr gut und qualitativ extrem hochwertig ist, darauf fokussiert, Erkrankungen zu behandeln. Prävention steht in der Regel nicht im Mittelpunkt und ist aus meiner Sicht, und das ist auch das Credo oder das Fazit der Studie, ein Fehler. Das heißt, was müsste in Sachen Prävention besser sein oder mehr passieren, damit wir Herzinfarkte und auch Schlaganfälle besser vermeiden können? Nun, die Genetik können wir ja nicht verändern, das haben wir gerade gesagt. Und Prävention heißt heute eben nicht immer nur, ich soll mich bewegen, ich soll mich gesund ernähren, sondern Prävention heißt vor allem auch, ich kenne mein Risikoprofil, ich kenne meinen Blutdruck, ich kenne mein Cholesterin, ich kenne meinen HbA1c, also ob ich zuckerkrank bin oder nicht. Ich kenne meine Familienanamnese, die bildet die Genetik nämlich ab. Hat ein Bruder, ein naher Verwandter eine Herz-Kreislauf-Erkrankung gehabt? Ich kenne mein Gewicht, ich weiß, ob ich Gewicht zunehme oder abnehme. Das sind alles Faktoren, die den Patienten häufig gar nicht bekannt sind. Und ich glaube, jeder vielleicht zu Hause kann mal überlegen, ob er seinen Cholesterinwert jetzt ad hoc nennen kann. Und ich glaube, diejenigen, die es nicht können, die sehen genau, dass wir da Nachholbedarf haben. Also das am besten mal checken lassen und einfach diese Dinge wissen. Natürlich ist aber Bewegung und gesunde Ernährung auch wichtig, haben wir im Beitrag schon gehört. Mal kurz zum Blutdruck. Wie sollte man messen? Was ist ein guter Wert? Also guten Blutdrucks richtet sich so ein bisschen nach dem Alter, Geschlecht und den Vorerkrankungen. Aber generell kann man zum Beispiel beim Blutdruck sagen, man soll ihn sinnvoll immer an der gleichen Extremität, Oberarm, Unterarm, messen in der gleichen Situation, möglichst zur gleichen Tageszeit, diese Werte dann dokumentieren. Und so eine ganz grobe Faustregel ist, oberer Wert, systolischer Wert nicht über 140, unterer Wert, diastolischer Wert niemals über 90, dann liegt man in der Regel eigentlich ganz gut. Okay. Im Film wurde noch dieses Lipoprotein klein a, oder? Richtig. Richtig. Als neuer Risikofaktor für diese Herzerkrankungen angesprochen. Ist aber noch gar nicht so erforscht. Was kann man da tun? Also das Lipoprotein klein a kennen wir noch gar nicht lange, das ist richtig. Und was man erst mal wissen muss, ist, dass es auch ein fettähnlicher Risikofaktor hat, aber mit dem klassischen Cholesterin gar nichts zu tun. Also es ist unabhängig voneinander und ergänzt sich oder clustert, wie wir sagen, das Risiko. Gegen das Lipoprotein klein a konnte man vor kurzem gar nicht viel machen oder bis vor kurzem, sondern nur die anderen Risikofaktoren möglichst gut und konsequent einstellen. Das Erfreuliche ist, und wir durften selber an dieser Entwicklung mitwirken und tun es noch, dass man jetzt Therapien gefunden hat, die Anfang des neuen Jahres zugelassen werden, molekulare Therapien, wo ich auch dieses Lipoprotein klein a hocheffektiv senken kann. Ob sich diese Senkung des Lipoprotein klein a's dann auch in einem verbesserten Outcome, also dass die Patienten weniger Ereignisse, Schlaganfälle, Herzinfarkte haben, widerspiegelt, das müssen wir noch sehen, da laufen die Studien zu. Dankeschön, Herr Professor Leistner, für Ihren Besuch und all die Informationen. Vielen Dank. Dankeschön. Also, und wir merken uns nochmal und nehmen mit, Herzgesundheit selbst in die Hand nehmen ist das Ziel. Kennen Sie Ihr Risikoprofil und lassen Sie regelmäßig Ihren Cholesterinwert und auch Ihren Blutdruck checken, um dann dadurch effektiv präventiv vorzubeugen.